Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist unser neues Dauertestrad. Und das packen wir jetzt mal aus. Warum ist denn das so verpixelt? Ist das Jahr schon wieder rum, fragt ihr euch. Und tatsächlich, seit knapp einem Jahr sind wir mit dem Multitinker unterwegs und darüber wird es natürlich auch noch ein eigenes Video geben. Aber der Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Und auch wenn sich die Räder bei der Radelbande wechseln, wie manche ihre Unterhosen, bleibt eine Sache gleich, nämlich der Sponsor des heutigen Videos, Helden.de. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit Helden.de zusammen, denn sie bieten einen bunten Blumenstrauß verschiedenster Versicherungen an. Von der Hausratversicherung über verschiedene Haftpflichtversicherungen bis hin zur Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und dies wahrscheinlich für euch ganz besonders interessant. Wir selber sind ebenfalls bei Helden.de versichert, weil sie transparente und faire Versicherungsbedingungen haben und auch ein Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, bekommt ihr einen Heldencode. Und den können dann eure Freunde und Verwandten dafür verwenden, um bei der Versicherung zu sparen. Und wenn ihr auch schon davon profitieren wollt, dann nutzt doch mal den Link unten in der Videobeschreibung oder den Heldencode RBND4, um auch einen Monatsbeitrag pro Jahr auf alle Versicherungsprodukte von Helden.de zu sparen. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und wir packen das jetzt mal aus. So, wo fangen wir an? Hier ist ein bisschen Folie, die nehmen wir erstmal ab. Doch ein Cuttermesser nehmen? Nein, ich weiß ja nicht. Ach so, das ist hier so umgewickelt. Das war der erste Streich und der nächste folgt sogleich. Noch mehr Folie. Wo geht die los? Oh. Kamera. Ja, ihr habt sicher schon geahnt, das ist natürlich ein Cheik. Ich bin echt Entpackungsweltmeister. Ja, so, das hier noch so rumgewickelt. Eingeknotet. Bin fort. Mehr Folie. Tüte um den Sattel. Ein Sattel. Und ein bisschen Pappe. Mal sehen, wie wir das hier bekommen. Von der anderen Seite. Da kann man noch die Rahmenfarbe sehen. Weiß. Und dann nur noch diese Folie hier. Bevor wir mit dem Aufbau weitermachen, ein bisschen was zum Hintergrund des Dauertests und warum wir das machen und warum wir jetzt dieses Bike haben. Das erste Testrad, das wir für ein Jahr hatten, war ja das Cargo FS 200. Ein großes Long John Cargo Bike. Das zweite war jetzt das Multitinker und das dritte das Cheik. Das Besondere ist, dass alle drei Räder komplett unterschiedlich sind. Das Long John natürlich richtig groß, Platz für 2 Kinder. Das Multitinker Longtail deutlich kleiner, deutlich mehr Wettereinflüsse, aber auch Platz für größere Kinder. Und jetzt das Cheik als Dreirad mit Neigetechnik ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir hatten ja vor fast 4 Jahren hatten wir schon mal ein Cheik im Test. Aber damals waren unsere Kinder noch sehr, sehr klein. Die große war 2 und die kleine war gerade erst geboren.
Darauf werde ich noch ein bisschen in dem eigentlichen Video zu diesem Rad eingehen. Aber die Umstände haben sich halt doch deutlich geändert in den letzten Jahren. Mit größeren Kindern zu fahren ist eine ganz andere Hausnummer als mit kleineren Kindern zu fahren. Erstmal haben die halt mehr Gewicht, auch wenn das nicht so sehr ausschlaggebend ist, aber die setzen halt auch andere Voraussetzungen an, eine Sitzbank zum Beispiel. Und sie können jetzt auch Feedback geben. Wie ist das da drin zu sitzen? Ist das gemütlich? Ist es laut in der Box? Und das konnten sie halt vor 4 Jahren noch nicht. Und das ist, glaube ich, echt spannend. Nochmal so ein Test zu rekapitulieren. Wie war das damals? Wie ist es heute? Und was hat sich auch in den letzten 4 Jahren an diesem Fahrrad getan? Das ist, glaube ich, mal echt spannend zu sehen. Und deswegen hatte Chaik schon im letzten Jahr gefragt, ob wir mal diesen Dauertest machen wollen. Und jetzt machen wir ihn. Hier haben wir jetzt mal den Schlüssel, den werden wir einfach mal hier uns schnappen. Da brauche ich 2 Hände. Warum halte ich die Kamera? So, Schlüssel. 2 Schlüssel haben wir hier. Der eine ist für das Speichenschloss hier auf der Rückseite und der andere für diese Box hier vorne. Und ich denke mal, das ist der kleinere. Oder geht die auch so auf? Ne, guck mal, ist abgeschlossen. Ach, guck mal, war gar nicht abgeschlossen. Unfassbar. Hey, was man alles raus hätte nehmen können. Könnte nehmen hätte. Tada! Und was ist da drin? Nur eine kleine Box. Aber da müsste sich alles andere drin befinden. Bumm. Hier drin befinden sich natürlich 2 Pedale, die man mit einem Gabelschlüssel befestigen muss. Finde ich immer ein bisschen unpraktisch im Vergleich zu Imbus oder Inbus-Befestigung. Auch hier. Dann haben wir hier, was ist das? Mal gucken. Natürlich das Ladegerät und ein zugehöriges Kabel und die Bedienungsanleitung, Gebrauchsanleitung. Dann sehen wir hier, nach welchen Normen das getestet worden ist. Gewährleistung, Garantiebestimmung, wie sieht das Fahrrad aus, Sicherheit, Gefahrwarnung, Vorsicht, Hinweis. Gesamtgewicht 200 Kilogramm, 100 Kilo Fahrergewicht, Zuladung in der Personenkabine 60 Kilogramm und Leergewicht ca. 30 Kilo. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Das Fahrrad ist erstaunlich leicht. So, Todesgefahr, Festigkeitsklasse, ja, aha, aha. Gurte, also die kann man nicht nur links und rechts montieren, sondern auch in der Mitte. Das finde ich ziemlich cool. Okay. Und dann noch hier alle Informationen zu den Pedelec-Einrichtungen, denn das Chaik ist natürlich ein Pedelec, hat einen Motor da hinten. Welcher Motor das ist, welcher Akku, welches Display etc. Darauf gehe ich natürlich in einem eigenen Video ein, wo ich das ganze Rad euch einmal im Einzelnen vorstelle, wie dann auch wie üblich einen Fahreindruck gebe und auch ein erstes Fazit. Aber zu diesem Rad oder mit diesem Rad werden im Laufe des Jahres natürlich noch einige mehr Videos kommen, einige mehr Inhalte. Das wird immer mal wieder zu sehen sein, auch bei Instagram. Und wir werden es wirklich über ein Jahr lang in allen Wetterbedingungen fahren. Das ist das Besondere, wir kriegen halt von vielen Rädern einen Eindruck aus dem Sommer oder aus dem Frühling. Oder, wenn es gut läuft, auch aus dem Winter, wenn es wirklich die schlechtesten Bedingungen hat. Hier kriegen wir mit, wie es sich im Sommer bei großer Hitze verhält. Wir kriegen mit, wie es im Winter ist, bei großer Kälte, vielleicht auch bei Schnee und Eis. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt nach 4 Jahren im neuen Eindruck ist. Werfen wir noch mal kurz einen Blick in die Kabine. Also die Außenfarbe habt ihr gesehen. Das ist weiß. Das ist eine ziemlich schöne Farbe, finde ich. Und hier drin haha, ist es nämlich Radelbande Blau. Und ich habe jetzt schon einige Veränderungen gesehen im Vergleich zu 2020. Aber wie gesagt, auf die
gehe ich dann in dem eigenen Video ein. Schreibt doch jetzt mal unten in die Kommentare, was ihr für Fragen zu dem Trike habt, was ihr für Fragen zu dem Dauertest auch habt, was wir in diesem Jahr mal mit dem Rad machen sollen und was euch sonst allgemein einfach so bedrückt. Könnt ihr auch reinschreiben. Bitte nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, mit dem Trike, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.